Die meisten Menschen glauben, dass sie hinter verschlossenen Türen sicher sind, dass die eigenen vier Wände der einzige Ort sind, an dem ihnen und ihrer Familie nichts passieren kann. Doch was passiert, wenn genau dieser Ort beginnt, sich zu verändern? 1991 zog eine junge Familie in ein abgelegenes Haus am Waldrand in West Virginia. Es war ruhig, weit entfernt von der Stadt und schien der perfekte Ort zu sein, um ihre Kinder großzuziehen. Doch die Stille war trügerisch. Nur wenige Wochen nach dem Einzug geschahen Dinge, für die niemand eine Erklärung fand. Ein Luftballon bewegte sich durch einen Raum, als würde ihn eine unsichtbare Hand führen. Ein Hund begann jede Nacht dieselbe dunkle Ecke anzustarren und knurrte, obwohl dort niemand stand. Die Kinder behaupteten, draußen im Unterholz einen Mann zu sehen. Einen Mann, der sich niemals bewegte. Und die Mutter fand eines Morgens einen Gegenstand in ihrem Schlafzimmer, der dort eigentlich niemals hätte liegen dürfen. Jedes einzelne Ereignis hätte sich vielleicht noch erklären lassen. Doch zusammen ergaben sie einen der verstörendsten und rätselhaftesten Fälle, den die Familie jemals erleben sollte. Bis heute stellt sich dieselbe Frage: War dieses Haus wirklich nur alt? Oder wartete dort draußen im Wald schon die ganze Zeit jemand auf sie? Im Frühjahr 1991 beschlossen Brian und Belinda Kendall, der Hektik der Stadt endgültig den Rücken zu kehren. Jahrelang hatten sie mit ihren beiden Kindern in der Nähe von Baltimore gelebt. Die Gegend galt nicht gerade als sicher, und besonders Belinda hatte ständig Angst, ihre Kinder allein draußen spielen zu lassen. Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Türen doppelt abgeschlossen, und jedes unbekannte Geräusch vor dem Haus ließ sie zusammenzucken. Beide waren jedoch auf dem Land in West Virginia aufgewachsen. Sie vermissten die Ruhe, die Wälder, die frische Luft und das Gefühl, dass Kinder noch unbeschwert draußen spielen konnten. Als Brian schließlich ein abgelegenes Grundstück in der Nähe des kleinen Ortes Slanesville entdeckte, mussten sie nicht lange überlegen. Das Haus war einfach. Ein älteres Holzhaus am Rand eines dichten Waldes. Der nächste Nachbar wohnte mehrere hundert Meter entfernt. Tagsüber hörte man fast nichts, nur den Wind in den Baumwipfeln, das Zwitschern der Vögel und manchmal das Knacken alter Äste tief im Wald. Für die Familie war genau das der Traum, nach dem sie gesucht hatte. Während Brian weiterhin in Baltimore arbeitete und täglich mehrere Stunden pendelte, kümmerte sich Belinda um die Kinder. Die Kinder bauten kleine Hütten zwischen den Bäumen und beobachteten Rehe, die manchmal am Waldrand auftauchten. Um das große Grundstück besser zu bewachen, kaufte die Familie einen schwarzen Labrador. Sein Name war Coco. Er wich den Kindern kaum von der Seite. Wenn sie im Wald spielen, lief Coco immer einige Meter voraus, blieb plötzlich stehen, hob aufmerksam den Kopf und beobachtete die Umgebung, bevor er weiterlief. Brian scherzte oft darüber, dass Coco seinen Job als Wachhund viel ernster nahm als nötig. Damals ahnte niemand, wie wichtig dieses Verhalten noch werden würde. Etwa einen Monat nach dem Umzug hatte Belinda eine Idee. Ihre Nichte Jordan hatte bald Geburtstag und sie wollte die erste kleine Familienfeier im neuen Haus veranstalten. Belinda schmückte das Wohnzimmer mit bunten Luftballons. Der Nachmittag verlief vollkommen normal. Irgendwann sammelten die Kinder alle mit Helium gefüllten Ballons ein und ließen sie gemeinsam ins Wohnzimmer steigen. Dutzende bunte Ballons schwebten langsam unter der Zimmerdecke. Ein wunderschöner Anblick. Dann geschah etwas, das zunächst niemand richtig wahrnahm. Einer der Ballons löste sich langsam von der Gruppe. Nicht nach unten, nicht zur Seite, wie es ein Luftzug hätte verursachen können. Er bewegte sich gleichmäßig quer durch den Raum. Der Faden darunter blieb straff gespannt, fast so, als würde jemand den Ballon an der Schnur festhalten. Langsam glitt er zwischen den Erwachsenen hindurch. Der Ballon änderte leicht die Richtung und blieb schließlich direkt vor der kleinen Jordan stehen. Das Mädchen lächelte.
Sie streckte beide Hände aus, nahm den Ballon entgegen und sagte leise: »Danke.« Belinda runzelte die Stirn. »Bei wem hast du dich gerade bedankt?« fragte sie lächelnd. Jordan sah für einen kurzen Moment an ihrer Tante vorbei, nicht zur Tür, nicht zum Fenster, sondern in eine völlig leere Ecke des Wohnzimmers. Dann hob sie langsam den kleinen Finger und antwortete mit ruhiger Stimme: »Bei dem Mann dort.« Im selben Augenblick verstummten alle Gespräche im Raum, denn genau dort stand niemand. Für einen kurzen Moment sagte niemand etwas. Brian war der Erste, der das Schweigen brach. Er lächelte, nahm den Ballon aus Jordans Händen und ließ ihn erneut unter die Zimmerdecke steigen. »Bestimmt nur Fantasie«, sagte er und versuchte, die Stimmung aufzulockern. Die Erwachsenen nickten zustimmend. Kinder hatten schließlich oft imaginäre Freunde. Doch Jordan blickte weiterhin in dieselbe Ecke. Fast so, als würde dort tatsächlich jemand stehen. Erst als ihre Mutter sie ansprach, wandte sie den Blick langsam wieder ab. Die Feier ging weiter. Es wurde gelacht, gegessen und gespielt. Doch als die Gäste am Abend nach Hause gefahren waren und die Kinder bereits schliefen, sprach Belinda das Thema erneut an. »War dir aufgefallen, wie Jordan in die Ecke gesehen hat?« fragte sie leise. Brian zuckte nur mit den Schultern. »Sie ist ein Kind. Kinder sehen manchmal Dinge, die es nicht gibt.« Belinda nickte. Sie versuchte, dieselbe Erklärung zu akzeptieren. Trotzdem ließ sie der Gedanke nicht los. Nicht wegen des Ballons, sondern wegen Jordans Blick. Er wirkte nicht ängstlich, sondern vertraut, als hätte sie genau gewusst, wem sie den Ballon verdankte. In den folgenden Tagen kehrte der Alltag zurück. Brian fuhr morgens früh zur Arbeit. Belinda kümmerte sich um die Kinder. Alles schien wieder normal, zumindest oberflächlich. Eines Nachmittags schlug Brian seiner 6-jährigen Tochter Blair vor, gemeinsam den Wald hinter ihrem Grundstück zu erkunden. Mit Coco liefen sie zwischen hohen Bäumen hindurch immer tiefer in den Wald. Je weiter sie gingen, desto stiller wurde es. Selbst die Vögel schienen plötzlich verstummt zu sein. Nach fast einer halben Stunde blieb Coco abrupt stehen. Sein Fell stellte sich auf. Er knurrte leise. Brian folgte seinem Blick. Zwischen den Bäumen stand ein alter Lieferwagen. Verrostet, ausgebrannt, fast vollständig von Moos überwuchert. Er wirkte, als hätte ihn seit Jahren niemand mehr berührt. Blair wollte neugierig näher gehen, doch Brian hielt sie zurück. Trotzdem warf er selbst einen kurzen Blick ins Innere. Dort lagen verkohlte Reste eines alten Kinderbettes. Daneben verstreut mehrere geschmolzene Spielsachen, ein kleiner Stoffhase, ein verformtes Spielzeugauto, die Überreste einer Puppe. Brian spürte sofort, wie sich sein Magen zusammenzog. Er konnte nicht erklären, warum. Vielleicht war es einfach nur ein alter Schrottplatz. Vielleicht hatte dort irgendwann jemand Müll verbrannt. Doch irgendetwas an diesem Ort fühlte sich falsch an. »Ohne weiterzugehen«, sagte er ruhig. »Wir gehen jetzt nach Hause.« Blair widersprach nicht. Selbst Coco schien erleichtert zu sein, als sie sich wieder vom Lieferwagen entfernten. Auf dem Rückweg bemerkte Brian noch etwas Merkwürdiges. Mehrmals hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Jedes Mal drehte er sich um. Doch hinter ihnen bewegten sich nur die Baumwipfel im Wind. Zu Hause erzählte er Belinda von dem ausgebrannten Fahrzeug. Sie hörte aufmerksam zu. Vor allem die Kindersachen machten ihr ein ungutes Gefühl. »Vielleicht sollten wir dem Sheriff Bescheid geben«, sagte sie. Brian überlegte kurz, doch schließlich schüttelte er den Kopf. Vielleicht gehört der Wagen schon zu irgendeiner alten Geschichte. Wahrscheinlich weiß hier jeder davon. Damit war das Gespräch beendet. Zumindest glaubten beide das. Doch in den folgenden Nächten fiel Belinda etwas auf.
Immer kurz nach Mitternacht begann Coco plötzlich unruhig zu werden. Er stand langsam auf, lief zur Terrassentür und starrte hinaus in die Dunkelheit. Nicht bellend, nicht laut, nur regungslos, mit tiefem Knurren. Belinda öffnete einmal vorsichtig den Vorhang. Draußen war nichts zu sehen, nur der Wald, still, unbeweglich. Als sie den Vorhang wieder schließen wollte, meinte sie für den Bruchteil einer Sekunde zwischen den Bäumen eine dunkle Gestalt erkannt zu haben. Sie blinzelte. Die Stelle war wieder leer. Sie sagte Brian nichts davon. Vielleicht war es nur ein Schatten gewesen. Vielleicht spielte ihr die Dunkelheit einen Streich. Doch in dieser Nacht schlief Coco nicht wie sonst im Flur. Er legte sich direkt vor die Haustür und blickte bis zum Morgengrauen kein einziges Mal von dort weg. Einige Monate später änderte sich der Alltag der Familie. Nicht schlagartig, sondern langsam, fast unmerklich. Brians tägliche Fahrten nach Baltimore wurden immer anstrengender. Schließlich trafen Brian und Belinda eine Entscheidung. Von Montag bis Freitag würde Brian bei seinen Eltern übernachten. Nur an den Wochenenden würde er nach Hause kommen. Belinda hatte zunächst keine Einwände. Sie war auf dem Land aufgewachsen. Einsamkeit machte ihr keine Angst. Zumindest glaubte sie das. Doch sobald die Sonne unterging, veränderte sich etwas. Das Haus wirkte plötzlich größer, stiller. Jedes Knacken der Holzbalken schien lauter als zuvor. Jeder Windstoß klang, als würde jemand langsam um das Haus herumgehen. Eines Abends kam ihre Tochter Blair mit einer ungewöhnlichen Bitte zu ihr. »Mom, darf ich heute Nacht im Wohnmobil schlafen?« Belinda zögerte, doch schließlich erlaubte sie es. »Nur heute Nacht«, sagte sie. »Und Coco bleibt bei dir.« Sie schloss die Tür des Wohnmobils sorgfältig ab. »Wenn irgendetwas ist, ruf sofort nach mir.« Kurz nach Mitternacht wurde Blair plötzlich wach. Nicht wegen eines Geräusches, sondern weil Coco tief knurrte. Er stand regungslos vor der Tür. Sein Blick war auf das Fenster gerichtet. Vorsichtig schob Blair den Vorhang ein kleines Stück zur Seite. In diesem Moment sah sie eine dunkle Gestalt langsam am Wohnmobil vorbeigehen, nur wenige Meter entfernt. Zu groß für ein Kind, zu lautlos für einen Menschen. Sie öffnete kurz die Tür, leuchtete hinaus, doch der Lichtkegel traf nur auf leeres Gras. Dann stellte sich Coco vor das Seitenfenster. Er zeigte die Zähne. Blair schob den Vorhang erneut zur Seite. Zwischen zwei Bäumen stand dieselbe Gestalt, regungslos. Sie schien direkt zum Wohnmobil zu schauen. Als Blair erschrocken blinzelte, war die Gestalt verschwunden. Sie verbrachte den Rest der Nacht wach. Am nächsten Morgen war Blair wie ausgewechselt. »Ich möchte dort nie wieder schlafen«, sagte sie nur. Da war jemand. Belinda glaubte anfangs noch an die Fantasie ihrer Kinder. Doch in derselben Nacht wurde auch ihr kleiner Sohn Sean wach. Jedes Mal zeigte er auf das Fenster seines Zimmers. Mit zitternder Stimme sagte er immer wieder denselben Satz. Der Mann steht wieder draußen. Belinda zog die Vorhänge zur Seite. Draußen war nichts, nur der dunkle Waldrand. Und doch, als sie das Fenster wieder schließen wollte, bemerkte sie für den Bruchteil einer Sekunde eine Bewegung zwischen den Bäumen. Sie blinzelte. Die Stelle war wieder leer. Zum ersten Mal fragte sie sich, ob ihre Kinder vielleicht doch nicht nur ihrer Fantasie folgten. Von diesem Tag an änderte sich etwas in Belinda. Sie sprach kaum noch darüber, was die Kinder gesehen hatten. Doch sie begann genauer hinzusehen, genauer hinzuhören und vor allem ihrem eigenen Gefühl zu vertrauen. Tagsüber wirkte das Haus noch immer friedlich. Die Sonne fiel durch die hohen Bäume. Kinderlachen erfüllte den Garten. Alles schien vollkommen normal. Doch sobald die Dämmerung einsetzte, entstand jedes Mal dieselbe bedrückende Stille.
Eine Stille, die Belinda inzwischen mehr fürchtete als jedes laute Geräusch. In den folgenden Nächten hatte sie immer wieder denselben Traum. Sie öffnete die Augen und sah einen kleinen Jungen am Fußende ihres Bettes stehen. Sie hatte dieses Kind noch nie zuvor gesehen. Der Junge sagte kein Wort. Er hob lediglich langsam seine Hand und bedeutete ihr, ihm zu folgen. Wie in Trance stand Belinda auf. Der Junge führte sie durch den dunklen Flur, hinaus in den Garten, zwischen den Wäscheleinen hindurch. Der Wind bewegte langsam die weißen Laken, sodass sie den Jungen immer wieder aus den Augen verlor. Schließlich blieb er stehen. Er zeigte schweigend auf den Waldrand. Noch bevor Belinda erkennen konnte, worauf er zeigte, erwachte sie jedes Mal schweißgebadet. Zunächst hielt sie diese Träume für die Folge des Stresses. Doch eines Morgens geschah etwas, das sie bis heute nicht erklären kann. Als sie ihr Bett machte, bemerkte sie plötzlich eine hölzerne Wäscheklammer auf dem Schlafzimmerboden. Sie hob sie langsam auf. Sie war alt, verwittert. Belinda starrte sie lange an. Sie besaß keine Wäscheklammern aus Holz. Sie benutzte ausschließlich Kunststoffklammern. Außerdem befand sich im Schlafzimmer keinerlei Wäsche. Wie konnte diese Klammer dorthin gelangen? Sie suchte das gesamte Zimmer ab. Nichts. Keine weitere Klammer. Keine offenen Fenster. Keine Erklärung. Sie legte sie schweigend in eine Küchenschublade. Als Brian am Wochenende nach Hause kam, erzählte sie ihm nichts davon. Sie wollte nicht, dass er glaubte, sie würde langsam den Verstand verlieren. Doch die Träume hörten nicht auf. Im Gegenteil. Sie wurden immer deutlicher. In einer Nacht führte der Junge sie nicht mehr nur durch den Garten. Diesmal ging er weiter, direkt in den Wald. Belinda folgte ihm zwischen den Bäumen hindurch. Plötzlich blieb der Junge stehen. Er blickte sie traurig an. Dann zeigte er wortlos auf eine kleine Lichtung. Bevor Belinda erkennen konnte, was sich dort befand, erwachte sie erneut. Am nächsten Vormittag ließ ihr dieser Traum keine Ruhe. Während ihre Schwester für einige Stunden auf die Kinder aufpasste, zog Belinda ihre Jacke an und ging denselben Weg in den Wald. Sie wusste selbst nicht warum. Es war nur ein Gefühl. Je tiefer sie in den Wald ging, desto vertrauter kam ihr die Umgebung vor. Nach einigen Minuten erreichte sie tatsächlich eine kleine Lichtung. Und dort blieb sie wie angewurzelt stehen. Vor ihr lagen 4 kleine Gräber, ohne Namen, ohne Blumen, nur einfache verwitterte Steine. Fast wirkten sie vergessen. Belinda spürte plötzlich dieselbe Kälte wie in ihren Träumen, obwohl es ein warmer Nachmittag war. Sie kniete sich langsam vor eines der Gräber. Der Boden war ungewöhnlich weich, fast so, als wäre er erst vor kurzem bewegt worden. In diesem Moment hörte sie hinter sich das Knacken eines Astes. Sie drehte sich sofort um. Niemand, nur hohe Bäume. Doch sie hatte plötzlich das starke Gefühl, nicht allein zu sein. Als sie den Rückweg antreten wollte, bemerkte sie etwas Seltsames. Coco, der ihr sonst überall hin folgte, stand mehrere Meter entfernt zwischen den Bäumen. Er bewegte sich keinen Zentimeter. Er knurrte, nicht in ihre Richtung, sondern tief in den Wald hinein. Belinda rief ihn mehrmals. Er reagierte nicht. Er starrte weiterhin regungslos in dieselbe Richtung. Erst nach fast einer Minute entsandte sich sein Körper. Langsam kam er zu ihr zurück, ohne sich auch nur ein einziges Mal umzudrehen. Auf dem Heimweg sprach Belinda kein Wort. Zum ersten Mal fragte sie sich ernsthaft, ob all die Ereignisse tatsächlich miteinander zusammenhingen. Der Ballon, der unbekannte Mann, der Traum, die Wäscheklammer, die namenlosen Kindergräber und der Wald. Noch ahnte sie nicht, dass die Antwort auf all diese Fragen näher war, als sie glaubte. Doch sie würde ganz anders aussehen, als sie es sich jemals vorgestellt hatte. Nach ihrem Fund im Wald konnte Belinda an nichts anderes mehr denken.
die 4 kleinen Gräber, der unbekannte Junge aus ihren Träumen und die dunkle Gestalt zwischen den Bäumen. Alles schien plötzlich miteinander verbunden zu sein. Am selben Abend rief sie Brian an. Zum ersten Mal hörte er echte Angst in ihrer Stimme. Er versuchte sie zu beruhigen, erklärte ihr, dass alte Familiengräber in dieser Gegend nichts Ungewöhnliches seien. Belinda wollte ihm glauben. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie, dass die rationale Welt hier längst keine Antworten mehr bot. In den folgenden Tagen stieß sie auf eine Mauer des Schweigens. Die Bewohner von Slanesville reagierten ausweichend. Erst eine ältere Frau an einer Tankstelle brach das Schweigen. Sie sprach von verschwundenen Kindern, von einem verheerenden Brand und von einem großen Mann, der seit Jahrzehnten zwischen den Bäumen gesehen wurde. Je mehr Belinda suchte, desto weniger schien sie zu verstehen. In derselben Woche verschwand Coco. Das Gehege war verschlossen. Keine Spuren, kein Kampf. Der Hund war einfach weg. Die tagelange Suche blieb ergebnislos. Für Belinda war dies der Moment, in dem die Angst in Gewissheit umschlug. Dieses Haus war kein Zuhause mehr. Es war eine Falle. Wenige Tage später kehrte Brian für das Wochenende zurück. In derselben Nacht hatte Belinda erneut den Traum. Der Junge stand am Waldrand, sein Gesicht zum ersten Mal klar erkennbar. Traurig, fast mitleidig. Er zeigte auf die dunkle Gestalt hinter ihm. Dann flüsterte er den einzigen Satz, den sie je von ihm hörte. Er sucht immer neue Kinder. Belinda schreckte hoch, als Seans Schreie durch das Haus gellten. Sie fanden ihn in seinem Zimmer, wimmernd, den Arm seltsam verdreht. Sein einziger Satz, immer und immer wieder: Der Mann wollte mich mitnehmen. Ärzte konnten den Bruch später bestätigen, doch niemand konnte erklären, wie er in einem leeren Zimmer passieren konnte. Die Familie packte noch in derselben Nacht und kehrte nie wieder zurück. Doch das Haus blieb nicht lange leer. Jahre später zog eine neue Familie ein. Nachbarn berichten heute von einer kleinen Tochter, die oft stundenlang am Waldrand steht. Wenn man sie fragt, mit wem sie spricht, sagt sie nur: Mit dem Jungen, der mich immer vor dem Mann im Wald warnt. Ob manche Orte Erinnerungen bewahren, die niemals verschwinden, oder ob das Böse dort auf den nächsten Gast wartet. Darauf gibt es bis heute keine Antwort. Was glaubt ihr? Hat diese Familie tatsächlich etwas erlebt, das sich rational nicht erklären lässt? Oder haben Einsamkeit, Angst und die abgeschiedene Lage des Hauses aus gewöhnlichen Ereignissen langsam einen Albtraum entstehen lassen? Bis heute gibt es auf viele Fragen keine eindeutigen Antworten. Fest steht nur, dass die Familie Kendall ihre Erlebnisse über Jahre hinweg immer wieder gleich schilderte und einige der Vorfälle bis heute zu den rätselhaftesten Berichten aus West Virginia gezählt werden. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Glaubt ihr, dass dort draußen wirklich jemand war? Oder befand sich das wahre Grauen die ganze Zeit nur in den Köpfen der Familie? Wenn euch solche dokumentarisch erzählten, unheimlichen und unerklärlichen Fälle interessieren, dann lasst gerne ein Like da und abonniert BB Akte Blackbox, damit ihr keine neue Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denkt immer daran: Nicht jeder Fall hinterlässt Beweise. Manche hinterlassen nur ein Gefühl, dass man einen Ort besser niemals wieder betreten sollte.